Ja, ich denke, dann können wir uns setzen und dann direkt zur Diskussion übergehen. Es gibt bestimmt direkte Fragen auf die Vorträge und vielleicht auch andere Wortbeiträge. Während Sie sich sammeln, ich weiß nicht, ob es ein Roving Mic gibt oder ich mache auch gerne ein Roving Mic. Vielleicht nochmal zur Unterstreichung im Bereich internationaler oder globaler Gesundheit kann man nur wirklich noch unterstreichen, dass die Antibiotika eben die Lebensmittelproduktion ermöglichen, denn je mehr die Mittelklasses wachsen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, desto mehr auch der Bedarf nach Protein oder Fleisch. Also es ist unglaublich, was da an Produktion geschieht auch. Und hier haben wir auch eine Hand. Und wie machen wir das jetzt mit dem Mikro? Mache ich mich so sportlich? Ah, okay. Umso besser. Stell dich vor, bitte. Lothar Kreinbrock, ich muss mich entschuldigen, dass ich mich permanent hier melde. Und ich muss mich auch entschuldigen, weil ich versuche seit 10 oder 15 Jahren die Diskussion von den Mengen wegzubekommen. Und ich muss sagen, Herr Eckmanns, wenn Sie jetzt hier für Herrn Kern sprechen, wenn ein Mensch aus einem Klinikum von Mengen spricht und nicht von Dosierungen, dann finde ich das sehr bedauerlich. Ich habe meinen Alkoholkonsum reduziert. Früher habe ich 2 Liter Bier am Tag getrunken und jetzt nur noch 1 Liter Whisky. Was soll der Quatsch? Bitte, bitte, lass uns doch weggehen von diesen Mengendiskussionen. Das bringt doch nichts. Wir müssen auf Dosierungen gehen. Und dann kommen wir, glaube ich, auch zu einer faireren Diskussion, was geht und was nicht geht. Ich glaube, also diese Mengendiskussion ist unsäglich und sie hat im One Health-Kontext auch wirklich keine Bedeutung. Davon müssen wir weg. Und der Beitrag war mir jetzt sehr wichtig. Okay, mit Mengen meinen Sie jetzt Gesamttonnage, Entschuldigung. Tim, wir nehmen jetzt ein paar, wir nehmen ein paar, denn hier war noch ein zweiter. Ich nehme 3 Wortbeiträge und dann machen wir eine Runde Antworten und dann machen wir die nächsten 3. Bitte. Okay, na, ich versuche es mal. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass vor einer Podiumsdiskussion provokative Vorträge sind, damit man noch was zu diskutieren hat. Aber ich stimme dem Kollegen auf jeden Fall schon mal zu. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel einen Rind behandle oder einen Menschen. Einfach von den Mengen. Und zum anderen habe ich natürlich jeder Wirkstoff, und das haben wir auch in der Tiermedizin leider auch ein Stück weit gesehen, dass eine Umstellung, phasenweise zumindest, in den Wirkstoffen passierte, mit der Folge, dass ich natürlich Wirkstoffe, die quasi in Anführungsstrichen konzentrierter wirken, natürlich weniger Tonnage verursachen, ich aber in der Wirkung ein Problem genau das Gleiche habe, nur mit einem anderen Wirkstoff. Und gerade sowas wie Tetracycline und so weiter sind halt immer große Tonnagen. Und da sehe ich natürlich auch gleich erstmal in diesem Bereich eine Reduktion, wenn ich da einfach nur auf einen anderen Wirkstoff gehe. Und deswegen ist diese Sache halt immer eine schwierige Geschichte. Um vielleicht auch auf den Punkt trotzdem nochmal mir anzuschauen, wenn ich mir die Wirkstoffe anschaue, die jetzt von der EMA oder beziehungsweise von der EU beschlossen wurden, aus dem Vogel- und auch aus dem Exotenbereich sehe ich da kaum Wirkstoffe. Auf der einen Seite Gott sei Dank, dass es uns nicht wirklich betrifft. Auf der anderen Seite, aus humanmedizinischer Sicht, frage ich mich natürlich, welchen Effekt soll das denn haben, wenn quasi die Tiermedizin keine Wirkstoffe mehr einsetzen darf, die sie vorher sowieso nicht eingesetzt hat? Wo ist da der Effekt? Also bis auf die Meropeneme oder Carbapeneme, die ich tatsächlich ein bisschen schmerzlich perspektivisch vermisse, einfach aus Tierschutzsicht. Möglicherweise habe ich ja bei den anderen Sachen keine Effekte zu erwarten, weil diese Wirkstoffe gar nicht eingesetzt werden. Wo sehen Sie da den Effekt aus diesem Bereich? Okay, also eins bezüglich Menge, eins bezüglich Effekt. Und dann hatte ich hier, jetzt nehmen wir eine Dame. Ja, vielen Dank auch für beide Ausführungen. Die Ausführungen von Herrn Kern waren mir deutlich näher. Frau Freischem, natürlich stellen wir uns eine ganze Menge Fragen. Das hatten Sie ja auch während des Prozesses schon erwähnt, dass wir uns dort beteiligt haben an der Diskussion. Die Frage, die ich mir jetzt nach Abschluss all dieser Prozesse, wo etliche Messen gelesen sind, aber eine noch nicht stelle, ist, in der 2019-6 steht, Routine ist nicht mehr erlaubt. Metaphylaxe und Prophylaxe sollen stark eingeschränkt werden. Und dann gibt es in den Ausführungsbestimmungen, die vorliegen, kein
keinen Hinweis darauf, wie das umgesetzt werden kann. Wenn wir in Deutschland nach der BMEL-Auswertung 2019 wissen, dass 98% der Hähnchen und Puten Antibiotika erhalten, dann ist das ja eigentlich das Maß der Routine ist erreicht. Heißt das, wir bewegen uns permanent im illegalen Bereich, gemessen am Buchstaben des europäischen Tierarzneimittelrechtes. Wie kriegen wir das jetzt einfach ins Lot? Weil diesen Widerspruch, Europa kündigt an, Europa sagt, Europa macht, aber die Menschen haben nichts davon, weil die Resistenzen weitergehen können und die Einsätze nicht reguliert werden, das erschüttert richtig gehend den Glauben an die Institution. Und da würde ich gerne mal wissen, wie wir da eine Linie reinkriegen hinter dem verbalen Ankündigungen in der 2019-6 und den nicht vorhandenen Umsetzungsmaßnahmen. Gut, also 3 spannende Fragen. Wir kommen noch zur 4. Frage, bestimmt in der Runde. Frau Freischem, wollen Sie anfangen? Mache ich gerne. Sie rennen ja alle bis zu einem gewissen Grad offene Türen ein. Und was die Tonnagen angeht, haben Sie ein bisschen Geduld. Wir dürfen ja jetzt anfangen, Verbrauchszahlen auf europäischer Ebene zu sammeln, und damit kommen wir automatisch auch in der Tiermedizin weg von einer reinen Tonnagebetrachtung und beziehen das wieder auf die erforderliche Dosis. Die entsprechenden Gruppen arbeiten heftig daran, dass es da brauchbare Messwerte, Einschätzungen gibt. Das ist Work in Progress. Da arbeiten wir mit den Mitgliedstaaten, mit dem derzeitigen SWAC-Network, aber auch in Zukunft mit einer Arbeitsgruppe, die im nächsten Jahr gegründet wird, für die in den Mitgliedstaaten Zuständigen für die Datensammlung für Verkaufs- und Verbrauchszahlen von Antibiotika in der Tiermedizin. Also da wird noch einiges nachkommen. Und das ist etwas, was ich bei meinem Vortrag nicht gesagt habe. Diese Liste der für die Anwendung beim Menschen vorbehaltenen Arzneimittel ist ja nur ein kleiner Teil der Maßnahmen von der Tierarzneimittelverordnung. Da werden noch andere kommen. Und ganz besonders wichtig, denke ich, dann für die Anwendungseinschränkung von Antibiotika, die nicht auf der Liste sind. Es gibt ja noch eine weitere Verordnung, die erlassen werden kann, und die Kommission hat uns da auch schon um Ratschlag gefragt, über antimikrobielle Wirkstoffe, bei denen die gesetzlich erlaubte Umwidmung nicht erlaubt ist oder wo sie nur unter bestimmten Auflagen erfolgen kann. Und das wird dann weitaus wesentlicher in das tägliche Leben der Tierärzte eingreifen. Aber es wird natürlich dann auch die Forderung, die gerechtfertigte Forderung, Arzneimittel sinnvoll einzusetzen und die Wirksamkeit für die Anwendung auch in der Humanmedizin zu erhalten, zusätzlich unterstützen. Und was war das Letzte? Der letzte Punkt war die Frage der Implementation. Also sagen wir mal, wie wird es umgesetzt oder wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja heute schon gehört, wie unterschiedlich die Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU sein können. Und es ist auf jeden Fall keine Frage, zu der wir als die EMA befragt werden können. Steht so nicht im Gesetz drin, müssen uns da auch an den gesetzlichen Rahmen halten. Aber die Frage ist auch, wie sinnvoll ist es, da eine gesamteuropäische Lösung anzustreben, wenn Sie sehen, wie hoch der Verbrauch von Cholecin in Europa noch ist, während da in Ländern wie Dänemark oder Irland, die durchaus annehmbare Schweineproduktion haben, schon ziemlich heruntergeschraubt worden ist. Irland hat sich selbst verpflichtet, es nicht mehr anzuwenden. Aber da haben auch einfach andere strukturelle Maßnahmen in der Landwirtschaft stattgefunden, die vielleicht in Deutschland so noch nicht stattgefunden haben. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe das nur von außen. Ich lebe seit 19
1997 nicht mehr in Deutschland. Von daher können Sie mir da mehr Ratschlag geben, was man in Deutschland mehr machen müsste. Aber nochmal eine ganz naive Nachfrage jetzt von meiner Seite, nur zum Verständnis. Also oft ist es so, dass Regulation ja nur der erste Schritt ist. Und dann ist die Frage, wie wird es umgesetzt? Oder also wie im Grunde jetzt die Frage auch hier war. Und ich weiß aus nicht-europäischen Ländern, dass also zum Beispiel Länder im niedrigen und mittleren Einkommens, dass das im Grunde das größere Problem ist, zum Beispiel bei informellen Providers und so, die Kontrollen und Spotchecks und all solche Sachen, um die Umsetzung nachzuhalten. Wie ist das denn rechtlich geregelt? Das muss ja aber rechtlich geregelt sein. Dann, wer wäre denn dafür zuständig dann? Wenn ich so naiv fragen darf. Also für die Liste, das ist in der Tat rechtlich geregelt. Da sind auch schon, da ist das der gesetzliche Rahmen für die Importkontrollen und schon geändert worden. Das hat parallel stattgefunden, sodass jetzt auch auf die Antibiotika getestet werden darf beim Import, die auf der Liste stehen. Und ich glaube, aber das weiß ich nicht genau, da ist die Kommission der Ansprechpartner. Das betrifft auch die Inspektion in den Drittländern selbst und die Vorschriften, also wie dort sichergestellt wird, dass Antibiotika, die Europa nicht zulässt, bei Tieren, die nach Europa gehen sollen, nicht angewendet werden. Aber das ist halt eine Erweiterung der Quality Assurance Systeme in den Produzentenländern außerhalb der EU. Aber in den EU-Staaten muss es ja dann die nationalen Behörden sein. Unbedingt, Genau. ja. Okay, gut. Tim. Wurde noch und dann meldet sich da Bernd Alois die ganze Zeit. Mengendiskussion, Herr Greinborg, klar, wobei das sind ja nur Zahlen, die alle aus der Veterinärmedizin kamen, die der Herr Kern, jetzt da ziehe ich mich natürlich wieder zurück vom Vortrag, die Herr Kern zitiert hat. Das ist ja klar, auch auf die Biomasse ist noch nicht der optimale Parameter. Ich finde diese Gegenüberstellung, die er da gemacht hat, fand ich aber ganz interessant, weil am Ende sind wir alles einfach strukturierte Menschen und brauchen auch mal eine Zahl, um irgendwas zu verstehen. Aber dass das nicht optimal ist oder auch vielleicht sogar, können wir sogar so weit gehen, blödsinnig, aber ich finde, wir sollten nicht mit sowas von der eigentlichen Diskussion ablenken. Wir wollen hier über was anderes diskutieren. Das ist völlig richtig. Wir brauchen einen guten Parameter. Biomasse ist noch nicht der beste, aber ist schon mal ganz schön gut. Und damit haben wir einen. Und dann sollten wir von den anderen weggehen. Gehe ich mit Ihnen. Aber heute nicht mehr darüber diskutieren, sondern über andere Dinge. Carbapeneme vermisse ich. Wenn ich das von einem Veterinär höre, zucke ich immer total und denke, um Gottes Willen. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass das dann A ist. Ich könnte noch eigentlich sogar mit mir reden, aber bin hier jetzt auch nicht, Herr Kern ist viel mächtiger, wenn er hier sitzen würde, würde deswegen auch die anderen Kolleginnen hier, gerade bei mir am RKI, Frau Abesinn oder Frau Schweikert, wissen auch sehr viel zu diesem Thema, die sollen sich dann auch melden. Carbapeneme könnte ich noch mitgehen, auf keinen Fall als Metaphylaxe, das fände ich schrecklich. Als Einzeltherapeutikum könnte ich da sogar mitgehen. Und diese Trennung, dass es die nicht gibt, das finde ich total schade. Und das ist das haben wir in jedem, also den ersten Bericht hatten mit Frau Schweikert vor 4 Jahren, haben wir wirklich lange dran geschrieben, um das zu kritisieren, weil wir die Kriterien damals erstmalig vorgelegt bekommen. Immer wieder haben wir das vorgeschlagen. Ich weiß nicht, warum das in die Diskussion nicht reingegangen ist. Vielleicht kann Frau Freischem noch was dazu sagen. Aber das ist, also da würde ich sagen, auf keinen Fall Metaphylaxe. In einem anderen Bereich kann man darüber diskutieren. Welcher Effekt auf das habe ich nicht ganz verstanden, auf die Humanmedizin? Also es hat natürlich einen irren Effekt. Also wenn da Cholestin drin wäre, hätte das einen irren Effekt auf die Humanmedizin. Und dass die Carbapeneme da drin sind, sind wir auch froh, damit die nicht als Metaphylaxe eingesetzt werden. Also von daher hat das, glaube ich, schon Effekt. Natürlich die sowieso nicht zugelassen sind im Veterinärbereich nicht, aber bei den anderen hat das schon für uns, glaube ich, einen Effekt. Und der Frage kann ich mich nur anschließen von der Kollegin. Das ist natürlich die große Frage. Und letztendlich ist es denn nicht am Ende wirklich die Diskussion, dass wir sagen, okay, wie wollen wir denn Fleischproduktion in Deutschland haben? Wir wissen, dass es im Grunde ohne Antibiotika oder mit wesentlich weniger gehen. Und muss das nicht das Ziel auch sein, dort eine radikale Wende hinzubekommen? Wir wissen es aus verschiedensten Gründen, aus Antibiotikaresistenzgründen, aber auch aus klimatischen Gründen, was überhaupt nicht hier das Thema ist. Aber wir wissen, wie viel das da produziert wird. Und
Und diese Richtung, finde ich, müsste man doch mehr und mehr diskutieren. Und gerade solche Leute wie hier sitzen, die kritisch sind, die vorandenken und die eine Änderung, die meisten ja wahrscheinlich auch haben wollen. Und das finde ich, dass man da wirklich in eine Richtung geht. Und da ist möglicherweise Antibiotikaresistenz noch nicht mal das Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist fast Klima oder ist genauso wichtig. Und da denke ich, dass das der Weg sein sollte. Gut, Frau Freischem hat eine Frage. Und dann habe ich tatsächlich 2 im Publikum schon wahrgenommen, beziehungsweise jetzt 3. Ja, ganz kurz. Sie sagten, wenn Colicin auf der Liste wäre, hätte es einen irren Effekt für die Humanmedizin. Aber ist das wirklich so? Gut, kommen wir gleich zu. Also ich habe jetzt hier, dann da und dann hatte ich noch den Herrn da hinten. Mache ich erstmal so die 3. Bitte. Ja, ich habe auch eine naive Frage. Also nächste Woche treffen sich ja im Oman, da findet eine Ministerkonferenz für EMA statt und da wird es eine Forderung geben, unter anderem von der FAO, dass Antibiotika-Einsatz im Tierbereich um 30-50% reduziert werden soll bis 2030 und das Zero Use of CIA. Hat das irgendwelche Auswirkungen für Europa, für Ihre Verordnung oder ist das schon mit eingepreist? Also haben diese globalen, sagen wir, Bestrebungen Auswirkungen auf Deutschland und auf die EU? Gute Frage. Ich habe eigentlich mehr eine Anmerkung. Das ist diese Geschichte, dass diese Staaten, die jetzt mehrfach angeführt wurden, Dänemark, die Niederlande, Großbritannien, die im Grunde genommen kaum noch Einsatz dieser Substanzen haben, diese Substanzen alle nicht verboten haben. Also ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen, ist ja immer diese, das verbieten wir, dann haben wir es vor der Backe weg, müssen wir uns nicht mehr kümmern, weil das ist ja verboten und dann kontrollieren wir das einfach und dann wird alles gut. Das ist, glaube ich, eine zu einfache Sicht, weil wir natürlich tatsächlich dann immer in diese Falle laufen, wenn ich dann Situationen habe, in denen ich diese Substanz zu brauchen meine. Das ist beispielsweise bei den Niederlanden gibt es immer noch kleinste Bereiche, wo die Fluorchinone dann beispielsweise eingesetzt werden. Also gegen eine weitere Einschränkung, glaube ich, hat gar nicht jedermann was, weil das ist ja durchaus was auch alle sehen. Nur die Frage ist, muss ich dazu eben dieses Komplettverbot machen, wo ich eben in ganz viele Probleme laufe, die ich nicht im Einzelfall lösen kann. Kann ich es nicht anders regeln? Also in den Niederlanden beispielsweise, da ist es über den Markt geregelt worden, dass die Molkereien gesagt haben, ihr könnt das Zeug gerne weiter verwenden, aber dann müsst ihr eure Milch eben selber trinken. Und das ist für die Landwirte keine Option, insofern, also nicht in der Menge jedenfalls. Von daher war das dann im Grunde genommen an der Stelle tot. In UK geht es ähnlich, geht es über die, sozusagen die Handelsbeteiligten. Man kann sich darüber streiten, ob das ein demokratisch gutes System ist, aber letzten Endes ist das ein durchaus effizientes System gewesen. Auch bei den Dänen ist es so, dass diese Substanzen ja nicht verboten wurden, sondern die haben es eigentlich ähnlich gemacht, wie das jetzt, man kann sich über die Höhe dieser Negativpunkte streiten, auch für das Minimierungskonzept vorgesehen ist, dass man sagt, man gibt eben sozusagen Minuspunkte dafür, dass man diese Substanzen einsetzt und hofft darauf, dass dadurch die Attraktivität dieser Substanzen herabgesetzt sind. Und ich glaube einfach, dass wir von diesem klingt immer ein bisschen blöd, Verbotsfetischismus runter müssen. Bei den Substanzen, die gar nicht zugelassen waren, da ist es, glaube ich, tatsächlich sinnvoll, sie gar nicht erst auf den Markt zu bringen und sie deswegen in so eine Kategorie A zu packen. Bei den Substanzen, die wir in beiden Bereichen ja breit eingesetzt haben über Jahre, es ist ja nicht so, als wenn wir in Humanmedizin keine Cephalosporin oder Fluorchinolonresistenzen hätten, also weiß Gott nicht. Wenn wir uns MRSA beispielsweise angucken, da ist es, glaube ich, nicht der Punkt, diese Substanzen komplett zu verbieten, sondern da ist es eher der Punkt, dass man sagen müsste, wir müssen die immer weiter einschränken. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir das am besten umgesetzt kriegen. Und dann können wir uns auch darüber unterhalten, ob das System, was wir in Deutschland versuchen zu etablieren, genug Zähne hat, der Tiger. Oder ob da möglicherweise auch schärfer zubeißen können. Also das Beispiel, was Jens Hübel gebracht hat, dass man sagt, dann muss ich eben kleinere Einheiten machen. Das ist, glaube ich, durchaus ein vernünftiger Ansatz, zu sagen, dann müssen wir eben technische Wege finden, nicht die Haltung dieser Tiere zu verbieten, sondern zu sagen, okay, du musst die Tiere eben so halten, dass es dir nicht passieren kann, dass du, überspitzt formuliert, 49.000 behandeln musst, weil 3 krank sind, sondern dass du eben kleinere Einheiten machen musst. Das wird natürlich teurer. Das ist völlig klar. Und da, wo wir tatsächlich diese Antibiotic-Free-Markets haben, also auch die Iren haben beispielsweise eine Schiene im Geflügelbereich, da funktioniert das so, dass sie einen Nischenmarkt bedienen.
Das Gros des Geflügelfleisches wird nicht von diesen Kompanien bedient, weil die da einfach keinen Fuß auf die Erde kriegen mit ihren Preisen. Und wir haben das ähnlich auch bei Konzernen hier in Deutschland, die ja dann so Markenprogramme haben, wo sie das tatsächlich versuchen zu realisieren. Wenn sie es aber versuchen, in der Breite zu realisieren, haben wir natürlich in gewisser Weise das Problem, dass nicht unbedingt importierte Produkte aus anderen EU-Ländern sind ja keine Drittländer, sind ja keine Importe in dem Sinne, aber dass die natürlich vom Markt dann Schwierigkeiten kriegen, sagen wir es mal vorsichtig. Oder wir müssen eben sagen, wir machen generell in der EU solche Regelungen, dass wir das weiter reduzieren, aber ich bin eigentlich immer gegen diese strikten Verbote, weil die zu unflexibel sind und intellektuell. Gut, also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, Herr Kern hatte ja auch auf seiner letzten Slide, und ich kenne das auch aus UK und anderen Ländern, wie gesagt, also incentiviert, dass der Markt das im Grunde regelt. Ne? Also was kann man für Monetary Incentives kreieren, um diese Produktion zu reduzieren. Jetzt hatte ich noch eine Hand da hinten, und dann, ich weiß, da sind noch zwei, aber wir machen jetzt erstmal, Sie wollen abgeben an die Dame hier vorne? Ah, Sie wollen es, okay. Ich dachte, ja gut, alles klar. Können Sie das ja nicht von hinten sehen. Also was der Kollege Tinhagen jetzt gesagt hat, weist ja darauf hin, dass es vermutlich nicht den einen goldenen Schuss oder das eine goldene Instrument gibt. Wir sitzen hier in einer One Health-Tagung. Es geht natürlich auch um Tiergesundheit und es geht um präventive Maßnahmen, um die Erkrankung von Nutztieren zu verhindern. Tiere, die nicht erkranken, die muss man auch erst gar nicht mit Antiinfektiva oder mit welchem Medikament auch immer behandeln. Da drücken sich alle darum, die Hausaufgaben zu machen. Denn nicht nur die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist eine stille Epidemie, sondern auch die Epidemie der Produktionskrankheiten wird systematisch nicht zur Kenntnis genommen in den Beständen in Europas Nutztierhaltungen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas besser geworden wäre in den letzten 30 Jahren, egal wie viel Antiinfektiva eingesetzt werden in der Nutztierhaltung. Da drückt sich die Politik, da drückt sich Europa. Es gibt noch nicht mal den Ansatz. Es gibt jetzt eine Evaluierung des europäischen Tierschutzrechts, einen Prozess, aber noch nicht einmal im Ansatz das, was in Artikel 13 des Lissabon-Vertrags steht, nämlich Tiere als fühlende Wesen bei allen Gesetzgebungsmaßnahmen, die irgendwie Tiere betreffen, zu berücksichtigen. Das gilt übrigens nicht nur für die EU, sondern ist ausdrücklich adressiert an die Mitgliedstaaten. Also es geht darum, sorry, dass ich jetzt so ein Co-Referat halte, aber ich glaube, dass wir, so wie es Frau Sanvidi heute gesagt hat, mit dem Arzneimittelrecht nicht diese Epidemie der Produktionskrankheiten und die massiven Tierschutzverstöße in der gesamten Europäischen Union im Nutztiersektor heilen können. Sie können, selbst wenn Sie sich vornehmen, den Antiinfektiva-Einsatz auf Null zu setzen, was wir aus Tierschutzgründen gar nicht machen können, weil wir können die nicht allein lassen. Sie können damit aber diese desaströse Nutztierhaltung nicht beseitigen. Das heißt, wir müssen da tatsächlich, so wie es auch der Festvortrag zu Eingang dieser Konferenz gesagt hat, die Perspektive weiten. Sorry für die humanmedizinischen Kolleginnen und Kollegen jetzt, ja, aber wir müssen uns klar machen, wir kommen aus dieser Falle der Resistenzentwicklung nur raus, zumindest da, wo es darum geht, diese Übertragung von Tieren auf den Menschen zu verhindern, wenn wir mit landwirtschaftlichen Nutztieren, ich bin sofort fertig, mit landwirtschaftlichen Nutztieren so umgehen, dass sie erst gar nicht krank werden. Und das müssen wir normativ machen, Bernd Alois. Das können wir nicht allein dem Markt überlassen. Der Markt muss gezwungen werden, da mitzugehen. Und letzte Bemerkung, Geflügelfleisch, da muss man kein Prophet sein, dass billiges tierisches Fleisch innerhalb der nächsten 10 Jahre durch zellbasierte Systeme ersetzt werden wird und dass da ganz große Investitionen reingehen, die zumindest den großen Teil des Commodity-Fleisches ersetzen werden durch irgendwas, was auch immer, Zellkultur, pflanzenbasiert. Da wird sich wahnsinnig viel ändern und die Geflügelfleischindustrie steigt ja auch schon drauf ein. Sorry, okay, dass jetzt gibt es ganz viele Fragen, aber ich komme jetzt trotzdem erstmal, weil wir sonst nicht hinterherkommen, die können wir nicht alle halten. Tim, Reaktionen auf die letzten 3 Fragen? Ja, also erstens Cholestin auf Liste. Also die Geschichte des Cholestins kennen wir alle, war ein Medikament. Ich habe das dann in meinem Studium schon gelernt, das war 1995 oder so, als ich fertig war. Da haben wir gelernt, also ich will mich nicht jünger machen, da haben wir gelernt, dass man das überhaupt nicht einsetzt wegen diesen ganzen Nebenwirkungen. Und dann war das diese Zeit, wo das dann auch freigegeben wurde für die Veterinärmedizin, weil wir gesagt haben, wir benutzen es nicht. Und dann hat es irgendwann eine Renaissance bekommen, weil wir gesehen haben, im gram-negativen Bereich wurden die Erreger wieder resistenter. Und leider ist da nicht das letzte Wort gespielt. Der war sehr positiv
positivistisch möchte ich fast sagen, Herr Pilitz, dass er gedacht hat, Mensch, mit diesen neuen Medikamenten kommen wir zurecht. So gut sind diese neuen Medikamente nicht. Und er hat ja dann am Ende auch selbst noch mehrere Beispiele angeführt, wo das in den Guidelines das Cholestin jetzt noch drin ist. Und wir brauchen das Cholestin noch. Und ich habe Befürchtungen, dass wir es irgendwann wieder brauchen. Weil, wie gesagt, die Resistenzentwicklungen sind überhaupt nicht schön von diesen neuen, gerade auf den Markt gekommenen Medikamenten. Und deswegen macht mir das wirklich Sorgen, dass wir ein Medikament im Tierbereich stark einsetzen mit einer hohen Resistenzentwicklung in diesem Bereich, mit einer horizontalen Gentransfer und irgendwann kommt der humane Erreger, die humane E. coli, der sich dort gut ausbreitet und der dieses MDR1-Gen hat oder 1 bis 10, irgendeins von denen. Und also das ist für mich ein Horror und deswegen wäre das für mich eine andere Situation und für viele Humanmediziner zu sagen, wir wissen, dass aus dieser Richtung eigentlich keine große Gefahr kommt. Und tatsächlich bin ich da, Bernd, also das ist super, das ist, glaube ich, auch das, was Kern ja auf seiner letzten Folie gemacht hat. Lass uns vorangehen. Das ist jetzt EMA, ist so, aber in Deutschland könnten wir genau diesen Weg gehen, der so ein bisschen aufgezeichnet ist und den ja auch Frau Freischem gezeigt hat, also wo man sagt, ihr müsst in Deutschland halt euren Weg noch gehen. Ich glaube, normativ oder wir müssen ein paar Sachen auch regeln. Ich finde, der freie Markt macht das nicht gut in Deutschland und auch Selbstkontrolle funktioniert in Deutschland auch nicht besonders gut. Da müssen von außen Sachen, also VW-Krise oder sowas kennen wir alles, oder Abgaskrise, wissen wir alles, das waren alles freie Markt oder selbstregulierende Dinge, sodass man das, aber also gut, dass diese Länder es geschafft haben, lasst es uns aber auch diesen Weg so gehen und das gemeinsam und nicht irgendwie ablenken oder sagen, wir wissen, dass auf der humanen Seite wir einiges machen können, aber es muss doch total viel auf der Veterinärseite gemacht werden und die würden wir total gerne mit begleiten, glaube ich, von der humanen Seite und das ist wichtig und nicht, also das muss man jetzt nicht festmachen an dieser EMA-Liste, die ist jetzt so durch, da können wir jetzt so mit leben, die ist unheimlich schwierig gewesen, ich glaube, da muss man auch absolut gratulieren dazu, das war ein Riesending, wir haben aber diese Probleme mit diesen Erregern und die müssen runter und das ist möglich und einhergehen würde das mit besseren Stallbedingungen und all diesen Sachen, wo diese Sachen runtergehen. Und das muss doch das Ziel sein. Okay, und jetzt hatten wir noch ein paar ganz konkrete Fragen. Und zwar, eins kam von dir, Tim, das Kriterium zur Einzelanwendung, warum das nicht drin ist auf der Liste. Und dann gab es eine konkrete Frage zu den globalen Standards, ob die noch auf die Liste einwirken. Sagen wir mal, die WHO, OIE, die heißen WOA, heißen die jetzt, ne? WOA heißen sie jetzt. Deren Konferenz, wirkt das noch ein, wirkt das nach, passt sich das an? Und wenn Sie noch kommentieren wollen auf die zwei Kollegen, die sich zu dem breiteren Ansatz geäußert hatten. Bitte. Also, schwierig. Die Liste ist, was es ist. Aber die Liste ist keine Liste, die für die Ewigkeit geschaffen ist. Das ist eine delegierte, eine Durchführungsverordnung. In unserem Ratschlag an die Kommission steht drin, das muss regelmäßig überarbeitet werden. Da müssen Substanzen genauso rauf können wie runter können. Runter ist immer schwierig in Europa, aber es ist einfach so, dass es neue Arzneimittel geben wird, die müssen da drauf. Es gibt keine Gesetzesvorschrift in Europa, die sagt, alle neu entwickelten Antibiotika sind automatisch für den Gebrauch beim Menschen vorbehalten. Gibt es nicht. Diese Liste ist wirklich Neuland. Das ist das erste Mal, dass ein Teil der Welt wirklich in diesem großen Maße gegen festgesetzte Kriterien wirklich alle antimikrobiellen Substanzen sich angeschaut hat, die relevant sind in dem Bereich. Und dann gesagt hat, das darf überhaupt nicht angewendet werden. Für die anderen Sachen müssen wir noch andere Vorschriften machen, aber insgesamt ist sowieso der sinnvolle Verbrauch von Antibiotika beim Menschen bei jeder Anwendung wichtig und da hat das Gesetz auch einen Rahmen vorgeschrieben. Da steht drin, Antibiotika müssen angewendet werden, wie sie zugelassen sind, mit der Ausnahme der Umwidmung. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Diskussionen, die derzeit im Gange sind. Die sind noch nicht fertig und da wird sich noch viel tun. Also wir haben jetzt erstmal diese Liste. Lasst uns gucken, was damit passiert. Aber was die Liste verhindert, ist, dass sich Substanzen in der Veterinärmedizin etablieren, die da nichts zu suchen haben.
Und mit dem Satz Carbapeneme, das macht mir Bauchschmerzen, so etabliert sich das, nicht wahr? Wenn man kann und darf und man weiß, wo das eingesetzt werden kann, dann können sich neue Zwecke sinnführend entwickeln für die Tiergesundheit, die aber im gesamten Bild, wenn man Public Health und Tiergesundheit in die Balance setzt, nicht sinnführend sind. Es gab eine Frage, die diese Reduzierung von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und Aquaculture um die Hälfte bei 2030 angesprochen hat. Das läuft neben der Tierarzneimittelverordnung her. Das ist ein zusätzliches Ziel, was die Kommission gesetzt hat und was im Rahmen der ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Common Agricultural Policy, umgesetzt wird. Ja, und in unserem SWAC-Bericht, der am 18. November publiziert wird, sagen wir auch, wie weit wir gekommen sind. Also das sind zusätzliche Ziele, die gemacht werden. Und wie gesagt, diese Liste ist eine von vielen Maßnahmen, die eine sinnvolle Anwendung von Arzneimitteln von Antibiotika bei Tieren sicherstellen soll. Und da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, das ist ganz klar. Und noch zur Einzelanwendung, also das Kriterium der Einzelanwendung? Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich in der Arbeitsgruppe nicht dabei war, aber ich schaue gerne nach und melde mich bei Ihnen, bei den Veranstaltern schriftlich, um zu sagen, ob das diskutiert wurde und wie es diskutiert wurde. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was berücksichtigt wurde, und in den Abhandlungen zu den einzelnen Klassen wird es wahrscheinlich auch kurz angemerkt worden sein. Aber ich schaue gerne nach. Eins wollte ich noch sagen, es wurde gerade auf UK geschaut. Und da komme ich wieder darauf zurück, dass die Maßnahmen wirklich auch auf die Situation in den Mitgliedsländern abgestellt werden müssen. UK, nach der Maul- und Klauenseuche, da gab es kein Schwein mehr. Es gab überhaupt nicht mehr die klassische Schweineproduktion, wie wir sie haben. Und als das UK jetzt die Schweineproduktion wieder aufgemacht hat, da sind die in die Nischen gegangen und haben die biologische Produktion vorangetrieben, und das dann auch sehr mit Erfolg. Aber da hat dann genau das stattgefunden, was zum Beispiel in Spanien unter dem Antibiotika-Monitoring-Plan stattgefunden hat, ein strukturierter Umbau der Landwirtschaft mit entsprechender Förderung in England zwangsweise, weil die Tiere alle gekeult werden mussten. Aber da hat es dann wirklich einen strukturellen Umbruch gegeben. Und man kann es so haben, oder man kann sich vielleicht auch ein Beispiel an Spanien nehmen, was den höchsten Einsatz von Colistin in der Tierproduktion hatte und den wirklich auch massiv drunter geschraubt haben. Da ist immer noch Luft nach oben. Das ist kein Prozess, der zu Ende ist, aber er geht in die richtige Richtung. Okay, nochmal ein wichtiger Punkt dazu. Jetzt hatte ich 3 ganz wichtige Hände noch gesehen. Hier einmal, ich sag mal, den Tierarzt da und die 2 Frauen hier. Und dann, nur weil ich jetzt weiß, ich bin über die Zeit, aber die machen wir noch. Und dann, ja, okay. Also bitte Sie und dann die beiden Damen. Da ein paar auch immer ihren Namen genannt haben, sage ich es auch einfach mal. Mein Name ist Jens Hübel, ich bin vom Tierschutzberatungsdienst in Brandenburg, Schwerpunkt Geflügel, um das einzuordnen. Ein paar Sachen, eine Sache, glaube ich, wo ich schon mal missverstanden wurde. Was man trennen muss, ist, bei mir schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Zum einen, ich war früher selber Kliniker an der Klinik für Vögel und Reptilien in Leipzig. Dort haben wir Vögel und Reptilien behandelt. Ich habe dort im Labor auch tolle Fälle gesehen, sowas wie eine Hautwunde beim Papageien, Pseudomonas drin, herzlichen Glückwunsch, 16 Antibiotikagruppen, alle resistent, was nun? Und genau für die Fälle tut es mir leid, wenn da keine Carbapeneme einsetzbar sind, auch wenn mir damals der Uni, auch meine Chefin gesagt hat, setzen wir nicht ein, eben aus dem Grund. Aber wollen wir denn in der Tiermedizin, weil wir haben eben auch mit Resistenzen zu tun, und so wie es wahrscheinlich jedem Kliniker hier ist, das Herz blutet, wenn er einen Patienten hat und er kann ihn nicht behandeln. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Tiermedizin stehen bleiben mit den Wirkstoffen, die wir haben und Resistenzen, sondern da soll es ja auch eine Weiterentwicklung geben. Und für diese Einzelpatienten, ganz wichtig,
für die ja, nicht für eine Metaphylaxe, nicht für eine Gruppenbehandlung, nicht für die Behandlung in der Nutztiermedizin, dort Carbapenema einzusetzen. Das bitte trennen und so möchte auch nicht verstanden werden. Der Punkt, den Sie angesprochen hatten bezüglich Umwidmung, dass da ja was kommen wird. Genau, aber auch das wird genau den Heimtier- und Exotenbereich massiv treffen und nicht den Nutztierbereich. Weil für den Nutztierbereich ist es lukrativ, dort Medikamente zuzulassen. Für den Heim- und Exotenbereich, wo wir eben umwidmen, ist es weder lukrativ, noch gibt es Wirkstoffe großartig, die tatsächlich in Präparaten auf dem Markt sind. Das heißt, wir sind davon, und die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt auch noch tätig sind davon abhängig, dass sie umwidmen dürfen. Und wenn dann genauso, wie wir es ja leider hatten, es gab ja diese Trennung, der eine Ausschuss um ein Häusling wollte ja die Trennung für die Einzeltierbehandlung als Ausnahme und nur die Gruppenbehandlung eingeschränkt. Das ist ja abgeschmettert worden und damit gibt es nur entweder oder, hopp oder top, um dann entsprechend dieses einzuschränken. Das wäre halt schön, wenn wir das trennen wieder, weil dann haben wir auch eine Chance. Letzter Punkt, deswegen bin ich gegen Umwidmungsverbote in den meisten Fällen in dem Bereich, wenn es die Heimtierbereich trifft. Aber letzter Punkt, die Metaphylaxe ist jetzt von mehreren angesprochen worden, ist von Ihnen angesprochen worden, als auch von Herrn Tenhagen. Ja, genau da müssen wir rein. Genau die Metaphylaxe ist das, was viele Tiere mit betrifft und wir diese Stallvariante eben eine schöne Kombination haben, ohne es zu verbieten, wir die Chance haben, die Tierhalter, die Landwirte auch mit Größenordnung und 1000 Tiere in einer epidemiologischen Einheit, das heißt nicht der Betrieb hat nur 1000 Tiere, also jetzt ich spreche jetzt von Hühnern in der Größenordnung, ja, dort einfach zu sagen, dort mache ich die Grenze und sage, wer unter 1000 hat, ist mir in Anführungsstrichen egal, was er an Antibiotika einsetzt, selbst wenn er Reserveantibiotika einsetzt, aber derjenige, der drüber größere Betriebe hat, kann das machen, solange es bei ihm funktioniert. Und sobald es bei ihm nicht funktioniert, dann darf er das noch machen, das heißt, die Tiere werden krank, ich behandle einmal und danach sagt meine Behörde, okay, bei der nächsten Einstallung darfst du nicht mehr diese Größenordnung, sondern dann darfst du in diesen Stall nur noch 1000 Tiere und darfst dann einen zweiten und dritten und vierten Tausender-Stall und nicht 20, 30, 40.000 und größer, was wir zum Teil als einzelne Ställe haben. Wir reden nicht über Betriebe, sondern teilweise wirklich einzelne Gebäude. Im Geflügel haben wir auch keine Abtrennung. Für die, die es vielleicht nicht kennen, einfach mal um ein Bild auch zu bekommen. Das heißt, wir haben dort 20.000 Tiere mit direktem Kontakt, ohne Wände, ohne irgendwas dazwischen, gerade bei den Masthühnern, die sind in einem Gebäude, direkter Kontakt und da ist natürlich klar, wie sich dort Erreger ausbreiten und das ist das Problem und davon müssen wir runter und dann können wir auch die kleineren Gruppen wieder sinnvoll behandeln und darauf müssen wir hinaus. Gut, okay, danke, 3 Statements und jetzt hier die 2 Fragen, bitte. Mein Name ist Ulrike Exner, ich arbeite bei Boehringer Ingelheim und ich würde jetzt gerne noch mal eine Lanze brechen, auch für das, was wir in der Tiermedizin erreicht haben und auch vielleicht so ein bisschen auch eine Lanze dafür, dass man anerkennt, dass Umstellungen auch in der Landwirtschaft ihre Zeit brauchen und auch ihre Rahmenbedingungen brauchen. Herr Eckmann, Sie haben gesagt, lassen Sie uns vorangehen. Ich denke, wir sind schon wirklich auch vorne mit dabei. Es gibt Baustellen, die wir noch weiter angehen müssen, überhaupt keine Frage. Aber auch diejenigen, die vorangegangen sind, die gleich mit vorne mit dabei waren, die darf man auch nicht abhängen dadurch, dass diese Erfolge, die wir erreicht haben, auch ignoriert werden. Und wenn ich einmal noch, Sie haben jetzt gerade noch mal klargestellt, die Carbapeneme, die sind im Einsatz in der Heimtiermedizin, die sind nicht im Einsatz in der Landwirtschaft. Das heißt, die Resistenzentwicklung in der Humanmedizin ist da jetzt nicht verursacht durch einen übermäßigen Einsatz in der Nutztiermedizin. Und vielleicht noch eine Sache, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, als Qualitätskriterium Aufzucht ohne Antibiotika. Auch bei der Nutztiermedizin, selbst wenn ich einen idealen Stall habe, es können Tiere krank werden. Wenn ich jetzt dann ein Qualitätskriterium habe, die werden alle hier bei mir ohne Antibiotika aufgezogen, wo ist meine Absicherung, dass wir hier nicht eben notwendige Behandlungen dann auslassen, tierschutzrelevante Sachen bekommen. Und auf der anderen Seite ist ja schon angesprochen worden, solche Programme kann man fahren als High-Quality, Premium
Dingen. Dann muss ich aber auch einen Ausweg, sozusagen eine Auswegvermarktung haben, wo die behandelten Tiere, die vielleicht eben trotz sehr guter Haltung krank geworden sind und dann behandelt worden sind, weil wir können keine kranken Tiere unbehandelt lassen, wo die dann reinkommen. Und zwar ohne, dass das dann so den Geruch bekommt, die sind schlecht gehalten worden und so weiter. Und wenn ich dann noch einen kleinen Hinweis geben darf, wenn wir dann die Haltung umstellen, weiter umstellen, wir sind auch schon ja mit den Anforderungen sehr hoch, dann müssen wir auch die Zulassung und die Bauzulassung und die Bauvorhaben dann auch entsprechend schnell bearbeiten. Und die Planungsaussichten für die Landwirte müssen dann auch da sein. Vielleicht damit der Blick auch da dann noch etwas geweitet wird. Danke. Gut, und dann last but not least. An einer Stelle möchte ich meiner Vorrednerin direkt widersprechen. Aus meiner Sicht sind wir nicht sehr weit gekommen in Deutschland. Nach der Reduktion um 60% liegen wir bei 80 Milligramm PCU. Das ist richtig schlecht im Vergleich zu vielen anderen EU-Staaten, die auch eine relevante Tierhaltung haben. Da müssen wir noch deutlich weiterkommen. Und ich habe ja die Chance, Frau Freischem, dass wir einfach einmal direkt miteinander sprechen. Deshalb möchte ich noch mal meine Wahrnehmung von der EMA widerspiegeln. Die Verengung auf den Tierschutz und die Medikamentengabe scheint mir nicht sachgerecht zu sein. Nachdem wir in Europa so unterschiedliche Bedarfe an Antibiotika sehen, habe ich nicht verstanden, warum gesagt wird, es muss Antibiotika müssen eingesetzt werden oder bestimmte Reserveantibiotika, wenn keine andere medikamentöse Alternative zur Verfügung steht. Diese Debatte hatten wir furchtbar lang. Inzwischen steht es so nicht mehr im Gesetz, aber diese Debatte hatten wir furchtbar lang. Und angesichts dessen, dass Sie hatten dankenswerterweise seitens der EMA die Liste der Verbände, die Sie konsultiert hatten, veröffentlicht. Und ich habe diese Liste als nicht ausgewogen empfunden. Das wurde auch von Humanmedizinerinnen auf unserer Antibiotikatagung im April so gesagt. Es wird als nicht ausgewogen empfunden, wenn der Großteil Tierhaltende mit wirtschaftlichen Interessen sind oder Pharmaunternehmen mit wirtschaftlichen Interessen und die Humanmedizin, die kein wirtschaftliches Interesse hat, in der starken an Tierarzneimitteln kein wirtschaftliches Interesse hat. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden, die an der Tiermedizin kein wirtschaftliches Interesse hat, in solch einer Minderheit da ist oder auch Nichtregierungsorganisationen, wie wir es sind, in dem Maße nicht konsultiert werden. Oder Verbraucherschutzorganisationen, da spreche ich jetzt für die Deutsche Umwelthilfe. Da möchte ich noch mal die Anregung mit auf den Weg geben, den Blick zu weiten, die befragten Interessensvertretungen ausgewogener zusammenzusetzen und sich dann Europa als möglicherweise ja das Labor, in dem wir Lösungen finden können, anzusehen. Es gibt von Spanien bis Polen sehr unterschiedliche Rassen und Linien. Es wird anders gefüttert und anders gehalten. Wir könnten so viele Erkenntnisse gewinnen, wenn wir das einmal systematisch auswerten. Wer hat da den niedrigsten Antibiotikaverbrauch und da 9 Länder kein Cholestin brauchen, ist es natürlich spannend, warum brauchen die das nicht? Und diese Auswertung der Daten fehlt mir. Da möchte ich eine Anregung mit auf den Weg geben. Danke. Gut, vielen Dank. Also Frau Freischem, ich denke, jetzt sind Sie dran. Habe ich den Eindruck. Ja, wollen Sie das nochmal kommentieren? Ja und nein. Also bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich dem Kollegen, wer hatte den Herrn Häusling erwähnt? Ja, doch, noch eins mit auf den Weg geben. Wenn der Herr Häusling seinen Vorschlag eingebracht hätte, als die Tierarzneimittelverordnung vom Parlament verhandelt worden wäre, dann hätten wir eine Chance gehabt, das berücksichtigen zu können. Da er den Vorschlag erst hinterher gemacht hat, als das Gesetz fertig war, und Herr Häusling war ein Mitglied des Europäischen Parlaments, als die Verordnung selber verhandelt worden ist, da war es dann zu spät. Da war der Zug abgefahren und wir müssen mit dem Gesetz leben, was wir jetzt haben, und das versuchen, sinnhaft umzusetzen. Also da sind uns auch bis zum gewissen Grad die Hände gebunden. Und was die Konsultation anging,
Das war diesmal ganz schwierig. Normalerweise machen wir bei der EMA ja für alle Sachen, die wir veröffentlichen, eine öffentliche Konsultation, wo wirklich jeder, der möchte, Kommentare einschicken kann. Das war in diesem Fall nicht so, weil wir gefragt wurden, der Kommission einen Ratschlag zu geben zur Entwicklung eines Gesetzes. Und das war eine direkte Antwort auf die Frage der Kommission und nichts, was wir hinterher umsetzen als Guideline oder ähnliches Werk. Daher war es auch nicht wir hatten keine Freiheit zu entscheiden, wie konsultiert wird. Und das war in diesem Fall wirklich etwas, was von der Kommission gehandhabt wurde. Und ich gebe Ihre Anmerkung gerne weiter. Es hat eine öffentliche Konsultation, glaube ich, stattgefunden für den Gesetzesvorschlag. Und wie gesagt, Sie haben es ja auch vorher mit der Kommission sprechen können. Und von dem, was ich gesehen habe, sind eindeutig mehr humanmedizinische Verbände oder Umweltschutzverbände an die Kommission herangetreten, um solche Diskussionen zu halten, also zumindest zu denen wir dann hinzugezogen wurden. Also diese Unausgewogenheit haben wir zumindest bei der EMA, wenn wir zur Diskussion mit der Kommission beigezogen wurden, nicht gesehen. Dankeschön. Tim? Ich habe den Eindruck, es ist eine Art Schlusswort. Also ich denke, du darfst jetzt von deiner Seite ein Schlusswort sprechen. Nicht für alle, du sollst das mal machen. Also für mich war der entscheidende Beitrag von dem Herrn, der jetzt leider schon weg ist, der nochmal, also, und das kannte ich gar nicht, dass es sowas wie Produktionskrankheiten wird das genannt, und dass das Tierschutzverstöße sind. Und das ist, glaube ich, das, was auch von unserer Seite oder von meiner Seite, unsere kann ich gar nicht sagen, von meiner Seite so ein entscheidender Punkt ist. Ich zucke immer ein bisschen, wenn die Kollegin von Tierschutz spricht, wenn es in der Situation kommt, dass das Tier krank geworden ist und behandelt werden muss. Und ich glaube, da sind wir uns einig, weil da sind wir Medizinerinnen, und wenn jemand krank ist, deswegen haben wir das gemacht, ob Veterinärmediziner oder Humanmedizinerinnen, wir wollen Leute behandeln, die krank sind, wobei wir ja dann in die Prävention jetzt gegangen sind und wollen erst gar nicht, dass sie krank werden. Also, dass sie behandelt werden müssen, ist klar, aber der Tierschutz beginnt ja eigentlich viel früher, und das hatte er so schön dargestellt mit diesen Produktionsbedingungen und dass man das Produktionskrankheiten nennt, was ich einen super Begriff finde. Und also dieser andere Tierschutz ist wichtig, aber der davor ist noch wichtiger, und das ist, glaube ich, das, wo man hingehen muss. Und da ist es nicht, das macht nicht der Markt, glaube ich auch, da würde ich ihm voll zustimmen, dass das normativ, dass mit bestimmten Regeln da was gemacht werden muss. Und da wurden schon ein paar Sachen gemacht, da muss, glaube ich, noch mehr gemacht werden. Und dann wird das Resultat, und das wird super sein, dass weniger Antibiotika eingesetzt werden müssen. Und das sind dann möglicherweise genau die, wo wir Befürchtungen haben, und wir wissen, dass wir mit Carbapenem, da könnt ihr ganz glücklich sein, da habt ihr gar nichts mit zu tun, außer dass wir ein paar von euren Tieren sogar mit unseren Carbapenem-Resistenzen, die wir produziert haben, krank machen. Also da geht es in die andere Richtung, aber es kann halt wieder auch zurückschlagen. Also von daher ist auch alles, also wollen wir das natürlich auch nicht. Aber dieses, habe viel gelernt, vielen Dank, und denke aber, dass das Wichtige ist. Und das kann automatisch gehen. Ich fände es schön, wenn Herr Häusler oder wir in so einen Punkt kommen, und dann kann man vielleicht sogar auch über andere Antibiotika sprechen, zum Beispiel Dritt-Viert-Generation Cephalosporine, die sollen eingesetzt werden bei diesem Papagei, aber nicht in der Metaphylaxe. Und vielleicht sind sie ja dann auch gar nicht mehr nötig, wenn wir mehr auf die Produktionskrankheiten achten und die reduzieren durch bessere Produktionsverhältnisse. Ja, gut. Vielen Dank, Tim, und vielen Dank Ihnen allen. Ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, auch 3 Bemerkungen oder Observationen. Also das Thema ist kontrovers. Ich denke, die Liste selbst ist kontrovers, aber Sie haben ja sehr schön gesagt, es ist im Grunde ein lebendes Dokument. Also es ist was sich verändern muss, was sagen wir mal wächst über die Zeit. Ich denke, wir haben sehr eindeutig ein paar ganz klare Kritikpunkte gehört.
Und ganz wichtig, und ich denke, Tim, das hast du ja auch gerade sehr schön hervorgehoben, war der Punkt, dass die Liste ja nur ein Teil dessen ist, wie wir Antibiotikaresistenzen angehen müssen. Und auch im Bereich One Health, also Tierschutz und für den humanmedizinischen Gebrauch. Und dass im Grunde da die vielen unterschiedlichen Anknüpfungspunkte, die auch Herr Kern in seiner Präsentation hatte, in anderen Ländern, zum einen der Markt, aber zum anderen eben auch ganz wesentlich die systemischen Verhältnisse da eine Rolle spielen. Ich denke, ganz interessant, und damit würde ich auch mit dem Dank anfangen. Frau Freischem, sehr interessant fand ich die Darstellung des Prozesses. Also es ist ein unglaublicher Prozess, diese Liste darzustellen. Ich glaube, es ist jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es super, ich weiß nicht, ob Sie regelmäßig zu diesen Konferenzen kommen, denn Sie haben sich ja hier wirklich gestellt der Diskussion und das sehr schön dargelegt. Deshalb würde ich sagen, Dankeschön. Dafür, ich muss gestehen, dass ich kenne den Herrn Winfried Kern nicht, der scheint ein bedeutender Mann zu sein, und wir wünschen ihm eine gute Heimfahrt. Ich denke, auch da können wir noch mal... Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie gute Nachrichten sind für ihn, aber ich denke, wir nehmen es mal so an. Aber trotzdem fand ich, Tim Eckmanns hat es auch gut gemacht als Winfried Kern. Und dann danke ich natürlich Ihnen allen für die sehr lebendige Diskussion.